Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich sitze hier mit der Eufy S340 Kamera. Die habe ich vor rund 2 Monaten installiert und auch schon hier vorgestellt. Und es wird jetzt mal so Zeit für das abschließende Fazit, was mir gut gefallen hat, was mir schlecht gefallen hat und was zu beachten ist. Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Mal eine generelle Information. Die UVP davon sind 200 Euro. Es gibt immer wieder Aktionen, da kostet sie mal weniger. Zum Black Friday war sie 50 oder sowas. Aber das ist definitiv eine Kamera, die etwas höherpreisig ist. Was man einfach daran sieht, dass sowohl hier ein Solarmodul dabei ist, als auch hier ein Dual-Kamera-Setup. So viel nur vorab. Ob es das wert ist oder nicht, erzähle ich am Ende nochmal. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Akku an. Also Eufy gibt hier an, dass 3 Monate Akkulaufzeit möglich sein sollten. Mit dem 2,2 Watt Panel kann man das aber durchaus ein wenig verlängern. Also Eufy selber gibt da was von 2 Stunden Sonne am Tag. Ich bin jetzt im Januar, wir hatten jetzt die letzten 2 Monate eher schlechte Sonneverhältnisse. Trotzdem habe ich immer wieder es mal geschafft, die Sache aufzuladen, was sich dann auch durchaus in dem Solar-Dashboard bemerkbar macht. Und zwar könnt ihr ja hier wunderbar einsehen, wie sich der Akku entwickelt hat. Und ich bin bei irgendwas mit 55% quasi gestartet. Und hier werden die letzten 30 Tage angezeigt. Und ihr seht, es gibt immer wieder mal ein bisschen Ladung, auch wenn die Wetterverhältnisse schlecht sind. Und wenn die Sonne wirklich knallt und das Panel auch ordentlich ausgerichtet ist, erzeugt das eigentlich mehr als genug Energie, um die Kamera problemlos auf 100% langfristig zu bringen. Also Akku ist kein Thema und Solarpanel, wie gesagt, ist nur ein 2,2 Watt Panel. Da gibt es größere Panels, die man theoretisch auch anschließen kann, aber im Prinzip hat das gereicht für mich. Zum Dashboard vielleicht noch den Hinweis. Ich hatte den Bug vereinzelt mal, dass mein Dashboard und die effiziente Solarladung und so einfach nicht mehr angezeigt wurden. Da waren dann einfach keine Werte mehr. Da musste man das Solarpanel einmal rausziehen und wieder reinstellen und hier auch sicherstellen, dass quasi bei Energiequelle der Sonnenkollektor, also das externe Solarmodul, angewählt ist. Und dann wurde das wieder angezeigt. Da hatte ich jetzt zweimal den Bug, wo ich quasi diesen Reset machen musste. Aber danach hat es auch funktioniert. So, kommen wir zum Thema Bildqualität. Das ist ja immer so eine Sache, was die meisten Leute interessiert. Und es werden ja ganz viele Informationen mit 3K, 2K hingeworfen. Was bedeutet das wirklich? Ne? 4K-Kameras. Eufy gibt hier prinzipiell 3K an, wobei sie aber auch in der App sagen, wenn man diesen Hybrid-Modus nutzt, also mit dem 8-fach-Zoom von der zweiten Linse, sind es wohl nur 2K. Ich persönlich sehe da jetzt keinen Unterschied, ob es jetzt 3K oder 2K sind, aber ihr könnt auf jeden Fall in den Videoeinstellungen da die Aufnahmequalität entsprechend anpassen. Ist von Bild her in meinen Augen eine eher bessere Kamera, ist aber trotzdem nicht vergleichbar mit anderen Kameras wie von Smartphones oder so. Das sollte euch immer bewusst sein, egal wie viel K da steht, das funktioniert dann doch leider ein bisschen anders. Immerhin diese f1.6 Blende, die da drin ist, hat dafür gesorgt, dass die Lichtverhältnisse ein bisschen besser sind und es nicht schnell so verrauscht ist. Und man hat ja trotzdem, wenn man den Nachtmodus anmacht, es gibt dann die Farbnachsicht und die Schwarz-Weiß-Nachsicht. Die Schwarz-Weiß-Nachsicht ist ja dieses typische Infrarot mit diesen weißen Gestalten im Rumrennt, was ich persönlich eigentlich immer am besten finde. Es gibt aber auch diese Farbnachsicht, dann werden nämlich die LEDs aktiviert an der Kamera. Die machen dann auch wirklich den Bereich hell, dann sieht man das Bild auch in Farbe, aber das kommt mir noch so ein bisschen buggy vor, weil dann teilweise immer so ein bisschen das Bild verrauscht oder so Schlieren gezogen werden. Ton hat das Ding natürlich auch. Da muss ich sagen, das war ein solider Text. Auch aus mehreren Metern in Höhe konnte man mich noch hören. Ich musste sogar eher die Lautstärke ein bisschen runter machen. Aber insgesamt war ich eigentlich recht zufrieden, was den Ton angeht. Eine weitere Sache, die auch immer wieder wichtig ist, ist dieses Thema Bewegungserkennung. Und wann reagiert die Kamera? Ne, was kann man einstellen? Und Möglichkeiten. Wenn man die Kamera im Solo-Modus benutzt, dann kann man natürlich nicht auf die KI-Funktion von der Homebase zugreifen. Wenn man die Homebase benutzt, dann hat man so verschiedenste KI-Funktionen wie Personenerkennung und so weiter oder auch diese Haustier- und Fahrzeugerkennung. Das funktioniert eigentlich, wobei lustigerweise er immer wieder meine Haare, wenn ich an der Garage bin, immer als Haustier erkennt. Da ist wohl noch ein bisschen Spielraum, um diese KI zu trainieren. Ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass die Garagenkamera, wo man der S340 installiert war, manchmal nicht reagiert hat. Vielleicht war das aber auch da, wo sich auch das Solarpanel mit dem Dashboard ein bisschen aufgehängt hatte. Das kam mir etwas buggy vor, aber wenn sie lief, dann lief sie auch zuverlässig. Was ja dann auch ganz schön ist, es gibt hier noch den Punkt, der heißt KI-Nachverfolgung. Also dadurch, dass es ja eine Pan-Kamera ist,
kann die der Sache natürlich dem Bild, dem Objekt dann einfach nachverfolgen und gucken, wo sich das Objekt hinbewegt. Also das funktioniert eigentlich recht gut. Hier auch die Möglichkeiten, den Aktivitätenbereich zu markieren, wo soll was wie getrackt werden und so. Und zusätzlich kann man auch Datenschutzzonen einrichten, wenn man zum Beispiel in gewissen Bereichen nicht filmen möchte. Na, da kann man dann quasi einfach einen schwarzen Bereich einfügen und dann funktioniert das. Was bei der Bewegungserkennung vielleicht noch ganz interessant ist. Wir haben ja, wie gesagt, diese bewegliche Kamera und dafür muss man aber auch einstellen, wie quasi die Standardposition ausschauen soll. Also dieses, wie heißt das Ding hier? Die voreingestellte Position heißt es hier in der App. Und das ist einfach deswegen relevant, weil die Kamera bewegt sich ja hinter dem Objekt her und wenn der Alarm quasi dann aus ist, dann geht sie wieder zurück in die Ausgangsposition. Hier seht ihr das, ihr könnt das dann entsprechend anpassen, in welchem Winkel, ne, wie sie positioniert sein soll und dann könnt ihr das entsprechend abspeichern. Und in diese Ausgangsposition kehrt die Kamera dann halt quasi immer wieder am Ende zurück. Das sollte man auf jeden Fall eingestellt haben. Und dann funktioniert das auch mit dem Tracking. Manchmal hatte ich das Gefühl, das Tracking war ein bisschen langsam, aber da kann man in den Einstellungen hier noch ein bisschen feintunen, wie schnell sich die Kamera da bewegen soll. Das Thema Zeitplan. Was kann man denn einstellen? Was für verschiedene Modi gibt es? Und das kann man prinzipiell machen, sowohl an der Kamera selber als auch über die Homebase. Und zwar haben wir unter Sicherheit in der Eufy-App gibt es ja die Gerätesteuerung und da kann man dann jetzt zum Beispiel für die Homebase, das betrifft dann alle Kameras, entsprechend das verschiedene, ja, ich nenne es mal, die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Ne? Ob zum Beispiel ein Alarm ausgelöst werden soll, ob man eine Benachrichtigung bekommen soll oder ob das nur aufnimmt, ohne eine Benachrichtigung zu schicken und so weiter. Das kann man hier machen und das hat dann quasi dann auch die Möglichkeit, hier so verschiedenste Pläne hinzuzufügen, wann welcher Modus quasi aktiviert werden soll. Also das geht alles. Da kann man eigentlich, glaube ich, die meisten Szenarien relativ unkompliziert abbilden. So, nochmal das Thema KI-Funktionen. Ja, KI-Funktionen hat man, wie gesagt, nur, wenn man die Homebase benutzt. Und da muss ich sagen, gerade wenn man die Benachrichtigung bekommt, Frau ist vor der Haustür oder Frau ist an der Garage, damit man gleich weiß, okay, wer kommt dann, ist es ganz praktisch. Aber mir ist aufgefallen, die KI tut sich ein bisschen schwer. Also sehr häufig werden bekannte Gesichter nicht erkannt oder es dauert einfach ewig, bis so Gesichter mal aufgenommen werden in die bekannten Gesichter. Man kann das ja, wie gesagt, an der Homebase alles einstellen. Wenn man da direkt drauf geht, dann gibt es hier die Gesichterverwaltung, wo dann die verschiedenen Gesichter drauf sein. Da kann man noch Gesichter manuell hinzufügen und so weiter. Das funktioniert prinzipiell alles, ist aber, glaube ich, noch ein bisschen buggy. Da ist noch Luft nach oben. Also das wäre jetzt kein Feature, warum ich mich... Vielleicht kurz noch der Vollständigkeit halber. S340 Solo Cam, die kann komplett ohne Homebase genutzt werden. Dann benutzt man den 8 internen Speicher. Ansonsten kann man, wie gesagt, den Speicherplatz der Homebase benutzen. Das ist dann auch kein Problem. Wer keinen internen Speicher nutzen möchte oder Cloud nutzen möchte, der hat dann die Möglichkeit auch bei Eufy das kostenpflichtig zu machen. Es gibt zwei Tarife, den Basistarif und den Plus-Tarif. Für ein Gerät bzw. 10 Geräte zwischen 3 und $10 kostet das. Es gibt hier leider keine kostenlose Basisvariante, sondern ihr müsst auf jeden Fall was bezahlen, wenn ihr die Cloud nutzen wollt. Eine häufig gestellte Frage, HomeKit, Secure, Google Home, Amazon Alexa Unterstützung, wie sieht es denn damit aus? Und ja, Stand heute werden nur die guten Amazon Echos da ordentlich unterstützt. Es gibt zwar, glaube ich, auch eine Google Home Unterstützung, aber das lief bei mir irgendwie nicht so wirklich zuverlässig und HomeKit und HomeKit Secure wurde ja irgendwann vor einiger Zeit mal gestrichen aus dem Portfolio von Eufy. Ich hoffe, das kommt vielleicht auch in Verbindung mit der neuen Homebase. Aber ja, das funktioniert aktuell nicht. Immerhin funktioniert die Performance recht schnell. Alexa, zeige Garage. Okay. Und schon wird da hinten dann quasi die Kamera angezeigt. Also das funktioniert jetzt mit der Homebase mittlerweile recht gut. Mit der alten Homebase gab es da ja noch ein paar Verzögerungen, aber das ist auf jeden Fall mittlerweile ein Feature, das geht. So, eine weitere Frage für die NAS-Nutzer unter euch. Also NAS und RTSP-Speicherung geht leider mit der Kamera momentan. Die Hoffnung ist, dass es irgendwann mal nachgeliefert wird, aber Stand heute könnt ihr da nicht irgendwie den Videostream abgreifen und direkt auf eurem NAS speichern. Damit bin ich jetzt erstmal fertig. Das war jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung, was mir positiv und negativ aufgefallen ist.
Und die Kamera macht einen vielversprechenden Eindruck. Sie ist aber, wie gesagt, manchmal noch ein bisschen buggy. Ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass es die erste Dual-Lens-Kamera von Eufy ist und man da ja immer noch ganz viele Sachen im Hintergrund macht. Also auch zum Beispiel diese Cross-Tracking-Funktion, wo man über verschiedenste Kameras dann ein Video bekommt. Das ist jetzt auch quasi aus der Testphase gerade rausgekommen. Also da wird sich noch ein bisschen was tun. Die Hardware an sich sieht vielversprechend aus, aber in Sachen Software nachliefern und auf jeden Fall bin ich ganz froh, weil ich benutze prinzipiell gerne Pan-Kameras und das Solarpan die Sache dann auch noch ganz angenehm. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr vorhabt, euch so eine Pan-Kamera zu kaufen oder was für Kamera. Schreibt das gerne in die Kommentare und damit bin ich jetzt fertig. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.